Indian Motorcycle wird verkauft und das ausgerechnet an eine private Equity-Firma aus Los Angeles. Doch warum trennt sich Polaris ausgerechnet jetzt von der Kultmarke? Was passiert nun mit Indian und wie geht es mit der ältesten amerikanischen Motorradmarke weiter? Genau das klären wir heute, denn hinter dem Deal steckt mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. The good, the bad and the ugly. Indian Motorcycle, das steht für amerikanische Motorradhistorie. Modelle wie Scout oder Chief sind legendär und für viele Fans echte Alternativen zu Harley-Davidson. Seit der Übernahme durch Polaris 2011 wurde die Marke neu aufgebaut und hat sich am Markt zurückgemeldet. Im letzten Jahr lag der Umsatz von Indian weltweit bei rund 478 Millionen US-Dollar, also 7% vom Polaris Gesamtumsatz. Doch warum trennt sich Polaris von dieser Traditionsmarke und was erwartet Indian unter dem neuen Eigentümer? Polaris ist breit aufgestellt. Neben Motorrädern gehören ATVs, Snowmobile und Side-by-Sides zum Kerngeschäft. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass vor allem Freizeit- und Utility-Fahrzeuge stärker wachsen. Deshalb möchte Polaris gezielt in diese Bereiche investieren. Der Verkauf von Indian soll helfen, die Ressourcen besser zu bündeln. Laut Prognosen steigt das bereinigte EBITDA um etwa 50 Millionen US-Dollar. Auch der Gewinn pro Aktie legt deutlich zu. An der Börse wurde der Schritt positiv aufgenommen. Die Polaris-Aktie sprang nach der Nachricht um bis zu 11% nach oben. Polaris will sich jetzt noch stärker als Innovationsführer im Offroad-Segment positionieren. Doch was bedeutet der Wechsel konkret für Indian? Carolwood LP ist ein Private Equity Unternehmen aus Los Angeles, gegründet 2014 und bisher vor allem für Investments in Gastronomie, Lifestyle und Medien bekannt. Indian ist das erste Industrieunternehmen im Portfolio. Der Fokus liegt auf etablierten Marken mit Geschichte und Community. In anderen Branchen hat Carolwood Unternehmen wie Croft Alley oder Jomboy Media übernommen und erfolgreich weiterentwickelt. Das Ziel bei Indian: nicht zerschlagen, sondern als eigenständiges Unternehmen stärken und gezielt investieren. Mit diesem Ansatz betritt Carolwood Neuland in der Motorradbranche, holt sich aber gezielt Know-how dazu. Damit bei Indian echtes Motorrad-Know-how am Steuer bleibt, setzt Carolwood auf Mike Kennedy als neuen CEO. Kennedy bringt jahrzehntelange Erfahrung aus der Branche mit, unter anderem von Harley-Davidson, Vance & Hines und Rumble On. Das soll Sicherheit schaffen, dass Indian weiter von Leuten geführt wird, die den Markt kennen. Auch für die Belegschaft ist Kontinuität geplant. Rund 900 Mitarbeiter, darunter Entwickler, Designer und Produktion, wechseln in die neue Gesellschaft. Die Standorte in Spirit Lake, Monticello und das Entwicklungszentrum in der Schweiz bleiben bestehen. Händler und Kunden sollen vom Eigentümerwechsel möglichst wenig merken. Mit der Trennung von Polaris gewinnt Indian mehr Freiraum für eigene Entscheidungen, kürzere Wege, mehr Fokus auf Innovation, schnellere Modellpolitik. Besonders spannend: Carolwood könnte künftig für frisches Kapital sorgen, Internationalisierung vorantreiben oder neue Segmente wie E-Motorräder ins Visier nehmen. Die Konkurrenz Harley, Triumph, BMW bleibt groß, aber Indian kann jetzt flexibler reagieren. Natürlich bleibt das Risiko. Private Equity Investoren wollen Rendite sehen. Carolwood hat aber in anderen Branchen bewiesen, dass sie Marken langfristig aufbauen und nicht auf schnellen Verkauf setzen. Entscheidend wird sein, wie stark Indian von der neuen Freiheit profitiert. Die Szene reagiert gespalten. Viele hoffen auf mutigere Innovation und mehr Eigenständigkeit. Andere fürchten um die Werte der Marke. Kritische Stimmen fragen, ob ein Finanzinvestor aus LA die Kultur wirklich versteht. Bisherige Beispiele aus dem Carolwood-Portfolio machen aber zumindest Hoffnung, dass auf nachhaltige Entwicklung gesetzt wird. Für den deutschen oder europäischen Markt könnten sich neue Chancen ergeben, etwa durch stärkere Präsenz, gezieltere Sondermodelle oder mehr Community-Events.
Die Übernahme ist ein großer Umbruch für Indian Motorcycle. Mehr Eigenständigkeit, neue Investoren und viele offene Fragen. Wie schätzt ihr die Zukunft von Indian ein? Kann die Marke mit mehr Freiraum und Investitionen noch stärker werden oder seht ihr eher ein Risiko?